Solche Tage voller Sonnenschein waren selten in den letzten Wintermonaten, die ich alleine in meinem Schwedenhäuschen verbracht habe. Diese Zeit fühlte sich endlos an, denn wenn das Licht fehlt, wird alles ein bisschen schwerer. Gerade in dieser Dunkelheit habe ich gemerkt, wie wichtig es für mich ist, mein Leben bewusst zu gestalten. Mit sozialen Aktivitäten, kleinen Ritualen und neuen Backexperimenten. In diesem Winter habe ich auch gelernt, ein selbstbestimmtes Leben entsteht nicht zufällig. Es entsteht durch bewusste Entscheidungen. Das Leben, das ich heute gestalte, ist aus einem Leidensdruck entstanden. Dem inneren Druck, mein Leben nicht wirklich selbst in der Hand zu haben. Ich wusste lange Zeit nicht, wer ich eigentlich bin, was mich ausmacht, was mich erfüllt. In meinem früheren Leben in Deutschland gab es diese tiefe Sehnsucht, dazuzugehören. Und genau diese Sehnsucht hat mich immer wieder dazu gebracht, mich anzupassen, mich leiser zu machen, runder, einfacher. Ich habe eigentlich nie gesagt, was ich denke, wie ich mich fühle und was mir wichtig ist. Bis ich mich selbst kaum noch gespürt habe. Ich wollte schon immer mein eigenes Ding machen. Dieser Drang nach Selbstbestimmung war tief in mir verankert. Also bin ich losgezogen in die Welt und habe versucht, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Doch gleichzeitig habe ich irgendwann begonnen zu glauben, Selbstbestimmung bedeute, alles alleine schaffen zu müssen. Unabhängig zu sein, niemanden zu brauchen. Doch dieser Gedanke hat mich schleichend über Jahre hinweg in die Einsamkeit gedrängt. Und das wurde mir erst hier in Schweden so deutlich bewusst. Now let's open these little boxes. Yes. I think I'm gonna start with this. Yeah. This one. We have the same. Yeah, okay. Perfect. So the classic one and the blueberry one. Als ich in diesem fremden Land viele Schritte alleine gegangen bin, blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich lernte mich neu kennen, mit jedem Tag ein kleines Stückchen mehr. Und gleichzeitig habe ich durch meinen Nachbarn etwas ganz Wichtiges verstanden. Selbstbestimmung und Gemeinschaft schließen sich nicht aus. Mittlerweile kann ich Abende wie diesen hier in vollen Zügen genießen. Vielleicht gerade deshalb, weil ich weiß, Hilfe ist nur eine Haustür entfernt. Diese Verbindung ist zu einer Art Anker geworden. Ich denke, niemand sollte ein Leben im Alleinkampf durchstehen müssen. Denn heute weiß ich, wahre Selbstbestimmung entsteht nicht durch Isolation, sondern durch Klarheit über die eigenen Grenzen und Bedürfnisse und die Balance zwischen Nähe und Distanz. Natürlich gibt es auch in meinem Leben Rückschritte, Phasen, in denen ich unsicher bin, in denen die Unsicherheit wieder Überhand nimmt. Manchmal fühlt es sich an, als müsste ich bei Null anfangen. This is the third Yahtzee on this evening. Look at this. Aber ich sehe das inzwischen als Teil des Prozesses, denn genau dort beginnt That Wachstum. is so crazy. I can see. Es ist ein so unglaublich schönes Gefühl, dass mittlerweile die Sonne wieder in mein Küchenfenster reinscheint. Das gibt mir Energie, Kraft, Lebensfreude zurück. Das ist unglaublich schön. Meine Maus. Ja, letzte Woche habe ich mich dazu verleiten lassen, etwas zu essen, was normalerweise überhaupt nicht auf meinem Speiseplan steht.
Hin und wieder mache ich das aber, weil ich mir denke, ich möchte mir natürlich nichts verweigern. Kleine Marys. Ja, und deswegen habe ich letzte Woche mit meinem Nachbarn diese typischen schwedischen Semler getestet. Und ja, ich glaube, ich werde es nicht nochmal machen. Es ist einfach ein unglaublich süßes Gebäck. Es ist Zucker überall. Das macht natürlich den Geschmack attraktiv. Aber wenn ich feststelle, ein paar Stunden später, wie schlecht es mir danach geht, dann ja, habe ich nicht mehr so viel Lust darauf, Süßigkeiten zu essen oder so süßes Gebäck zu mitzunehmen. Aber das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich jetzt einfach wieder meine eigenen schwedischen Semler mache. Und zwar auf eine gesunde Art und Weise mit glutenfreien Mehlen und möglichst zuckerarm. Also das heißt, ich nutze Honig als natürliches Süßungsmittel und ich nutze auch ganz oft Früchte zum Süßen, da ich denke, das ist einfach ein bisschen die gesündere Variante im Gegensatz zu diesen einkettigen, industriell hergestellten Zuckern. Und ich verwende Süße auch sehr dezent, sodass man das leicht spürt, aber dass es einfach nicht übermäßig süß ist, sondern ich nutze stattdessen sehr viel Geschmack. Und ich finde, das ist sehr viel leckerer, sehr viel nahrhafter und man fühlt sich einfach sehr viel besser danach. Und das probiere ich jetzt aus. The summer came for us and showed us what we lost. And I'm writing to myself about things you said, about things you said. The slowness creeps towards my feet. Within the light the morning brings to clean the remnants of a dream, shadows you cannot see, I brush aside. You're on my mind this week, the lows, the deep, I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view. Lecker. Das G hat einen unglaublich schönen, leckeren Buttergeruch. Und das in Verbindung mit den Mandeln. Fantastisch. But images of you 1,000 times. The summer came for us and showed us what we lost. I'm writing to myself Ab in den Ofen. things you said, about things you said. So, jetzt gibt's wieder ein kleines Experiment. Ich habe in den letzten 2 Wochen Eicheln geschält und fleißig gewässert. Das war eine sehr tanninreiche Sorte. Deswegen kam da sehr viel raus und es hat sehr lange gedauert. Gestern habe ich den letzten Kochgang gemacht und dann habe ich sie auch geröstet. Ja, ich glaube, ich habe sie ein bisschen zu lang geröstet. Die sind nämlich jetzt so ein bisschen so wie Kaffeebohnen geworden. Ich schaue jetzt aber mal, ob ich die mahlen kann, ob das gut funktioniert, denn ich möchte daraus ein Eichelmarzipan machen für meine schwedischen Semmler. Und dazu brauche ich jetzt ein Mehl. Also das war zwar sehr laut, hat aber fantastisch funktioniert. Ich bin echt beeindruckt. Love is nothing but an air. Das riecht extrem lecker. Das riecht nussig aromatisch, sogar mit dem leichten Schokoladenton. Ich bin echt begeistert. Ja, fantastisch. A memory you can't deny. Life is nothing but a vision.
play without a stage, an ocean without waves. Das ist die Ausbeute an Mehl, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe das nochmal durchgesiebt, damit ich die gröberen Stücke raussieben konnte. Und die werde ich als Kaffeeersatz nutzen. The summer came for us. I remember what I lost. And I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. Das ist natürlich nur in Anführungsstrichen ein Marzipan, denn ja, ich habe es mit Eichelmehl gemacht und mit ganz viel Nussmus, damit ich diese Konsistenz hinbekomme. Gesüßt mit Honig und ein bisschen Rosenwasser für das feine Aroma. Man kann das Ganze natürlich auch mit gemahlenen Mandeln machen oder mit einem Nussmehl der Wahl. Man muss das Ganze nicht mit Eicheln machen. Ich wollte das aber unbedingt machen, da ich aus meinem letzten Deutschlandbesuch massenhaft Eicheln mitgebracht habe und einfach mal ausprobieren wollte, was man damit alles machen kann. Also das riecht mega lecker. Das werde ich jetzt mal probieren. Ein sehr spezieller Geschmack. Nussig, leicht herb. Und man schmeckt den Hauch Rose durch. Das wird perfekt passen zu meinen Brötchen. Die riechen schon extrem lecker nach Kardamom. Ich bin sehr gespannt, wie die Konsistenz von innen geworden ist. Diese Vanille-Hafersahne hier ist eins der wenigen Fertigprodukte mit Zucker, die ich mir gelegentlich gönne. Das macht in dem Großen und Ganzen nicht so viel aus, denke ich, weil ich ja sehr viel ohne Zucker gemacht habe, beziehungsweise nur mit Honig gesüßt. Deswegen ist das meiner Meinung nach okay, wenn man dann auch gelegentlich mal zu solchen Produkten greift. Denn ich liebe diese Sahne, die wird richtig schön fest, nachdem man die aufgeschlagen hat und kühl gestellt hat. Und das passt einfach perfekt zu meiner Eigeninterpretation, die ich hier von den schwedischen Semmler machen möchte. Man kann das auch mit Kokosmilch und Chiasamen machen. Das ergibt auch eine wunderbare feste Creme, aber dieses Mal wollte ich es einfacher machen. Meine Brötchen sind ausgekühlt, die Sonne ist mittlerweile weitergezogen und die Sahne ist noch nicht richtig fest, die Vanillecreme. Ich probiere jetzt mal, die Brötchen anzuschneiden. Hoffe, dass die Konsistenz gut geworden ist, aber so wie das hier aussieht, bin ich guter Hoffnung. Und dann fülle ich schon mal meine Eichelmasse ein. Aus dieser Klarheit heraus erschaffe ich mir heute eigene Rituale. Rituale, die sich gut anfühlen. In meinem Fall haben sie oft etwas mit Essen und Genuss zu tun. Mit Backen. Das sieht doch lecker aus. Mit bewussten Momenten. Es sind kleine Handlungen, aber sie erinnern mich daran, dass ich mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten darf. Sie geben mir Halt, sie bringen Selbstsicherheit. Und sie sind mein Weg, jeden Tag aufs Neue bewusst zu entscheiden, wie ich leben möchte.